Bist du auf der Suche nach Fernscheinwerfern und möchtest die so in dein Fahrzeug integrieren, dass es aussieht, als ob es vom Hersteller wäre? Dann bist du hier genau richtig. Herzlich willkommen zu diesem Video über Laserlamp Kühlergrillkits, eine sehr beliebte Methode, um sein Fahrzeug mit Fernlicht zu verstärken und weiter auszurüsten, ohne dabei auf Hilfsmittel wie einen Bügel oder ähnliches zurückgreifen zu müssen. Hier mit dabei haben wir mal eines der beliebtesten Modelle, die wir im Programm haben. Das ist das Kühlergrillkit für den VW T6.1. Grundsätzlich kann man aber sagen, alles, was eigentlich hier gezeigt wird, ist analog auch erhältlich für sehr, sehr viele andere Modelle. Eine genaue Liste, welche Kühlergrillkits für welche Fahrzeuge verfügbar sind, findet ihr unten in der Beschreibung. Ich würde sagen, wir packen das hier jetzt einfach mal aus und gucken, was da drinnen ist. Hier sehen wir einmal den Inhalt von so einem Kühlergrillkit. In dieser Version sind das 2 RRR-Scheinwerfer. Diese gibt es in 3 verschiedenen Versionen: Wide, Standard und Elite. Alle Details zu diesen RRR-Scheinwerfern findet ihr in unserem anderen Video über Laser-Fernscheinwerfer, was wir euch auch einmal unten in die Kommentare mit reinsetzen. Hier gehen wir auch nochmal darauf ein, aber nicht so im Detail wie in dem vergleichbaren Video. Grundsätzlich kann man sagen, alle 3 Varianten sind zugelassene Fernscheinwerfer und dürfen an das normale Fernlichtsignal mit angekoppelt werden. Je nach Fahrzeugmodell unterscheidet sich manchmal, welche Scheinwerfer mit angeboten werden. Wie gesagt, für den T6.1 oder für die meisten gängigen Modelle gibt es die RRR-Serie. Bei manchen Modellen, wie beispielsweise der X-Klasse mit V6-Motor, gibt es dann die ST4 statt den RRR, da diese hinten weniger Tiefe haben und so für Fahrzeuge sind, wo vorne im Motorraum wenig Platz sind. Außerdem gibt es für die neuen Ford Ranger-Fahrzeuge statt den RRR 750 die 850 Scheinwerfer. Außerdem gibt es mittlerweile für manche Fahrzeuge auch noch die Linear 6, die es eben als Standard oder Elite gibt als Fernscheinwerfer oder auch als Elite Plus, wo ich dann im Fahrzeuginneren vom Fernlichtsmodus auf den Arbeitsscheinwerfermodus wechseln kann. Aber auch dazu das einmal hier verlinkte Fernscheinwerfer-Video anschauen. Hier nebendran ist immer ein fahrzeugspezifisches Fitting-Kit. Das heißt, hier geht es dann um die Halterungen, passend für das jeweilige Fahrzeugmodell. Wir packen am besten mal eins nach dem anderen aus. Als erstes schauen wir uns mal weiter den Lieferumfang an. Zum einen sind hier schon die eben besprochenen RRR 750 Scheinwerfer. Das hier ist jetzt der neue Wide, das heißt, er hat eine deutlich breitere Ausleuchtung und ist dadurch ideal als reiner Fernscheinwerfer nutzbar. Neben diesen beiden Scheinwerfern ist auch immer noch eine Declaration of Conformity mit dabei, um einfach auf Nummer sicher gehen zu können, dass das legal nutzbare Fernscheinwerfer sind. Das erkennt man auch immer an der kleinen Prüfziffer, die am Scheinwerfergehäuse selbst drauf ist. Mit dabei ist natürlich auch noch der passende Kabelsatz. Das heißt, man braucht erstmal keinen Kabelsatz, kein Relais oder ähnliches. Das ist alles schon hier mit dabei. Hier ist ein Kabelsatz mit Schalter, mit Relais, mit Steckverbindungen und allem drum und dran, was man eben benötigt. Wie man das genau anschließt, wie man ans Fernlichtsignal kommt, dazu gleich mehr. Als nächstes kommen wir zum wirklich wichtigen Teil, zum fahrzeugspezifischen Teil, und das sind die Halterungen und die Montage des Kühlergrillkits. Bei jedem Kühlergrillkit sind immer fahrzeugspezifisch passende Halterungen mit dabei. Außerdem sind immer Schablonen zum Einschneiden des Kühlergrills mit dabei. Hier ist es wichtig, die Schablonen vorm Schneiden erstmal passend anzulegen und zu gucken, dass das wirklich passt und ihr nicht aus Versehen das falsche Kühlergrillkit bestellt habt. Denn wenn der Kühlergrill einmal aufgeschnitten ist, dann ist es vielleicht schon zu spät. Als erstes schauen wir uns mal die Schablonen an. Davon sind in der Regel immer 4 Stück dabei. Hängt auch immer ein bisschen davon ab, welches Fahrzeug das eben ist. Die klemme ich dann mir in meinen Kühlergrill dran und anhand dieser Linie schneide ich mir dann meinen Kühlergrill auf. Die Halterungen sind immer durchnummeriert, auch in der Anleitung stehen die Ziffern 1 bis 4, wodurch man dann genau weiß, welche Schablone wohin muss. Es ist natürlich auch immer eine Anleitung mit dabei, da kann man das Ganze dann nochmal ganz genau bebildert nachschauen, wie das dort eingehängt wird, wo dann lang geschnitten wird und wie man die Lampe einsetzt. Neben den Schablonen sind immer noch 4 dieser Halter mit dabei. Die kommen von Laser selber aus London aus einem 3D-Drucker. Das klingt jetzt erstmal nach Plastik und nichts Massives. Wenn man das aber einmal in der Hand hatte und eingebaut hat, dann weiß man, dass das wirklich massiv ist und alles aushält und auch witterungsbeständig ist. Das hier kann nicht rosten, das hier kann nicht porös werden. Das ist wirklich für einen langfristigen Einsatz am Fahrzeug gedacht. Zum Ablauf der Montage fängt man immer damit an, dass man diese Halter an seine Scheinwerfer dran baut, links und rechts. Dann hält man das schon mal dran, um zu gucken, wo das ungefähr hinkommt, hängt die Schablonen dran, schneidet sich den Grill an und setzt die Lampen ein. Danach werden die Lampen bei den allermeisten Modellen an der Außenseite des Fahrzeugs eingeklemmt, nach innen reingelegt und dann innen am Kühlergrill verschraubt. Wenn ihr euch vorab mal die Montage anschauen wollt, ihr findet die Anleitung bei jedem Kühlergrillkit bei uns im Shop immer im Anhang.
Da könnt ihr jederzeit euch das einmal anschauen und gucken, ob ihr euch das selber zutraut oder ob das eine Werkstatt für euch übernehmen soll. Auch die Halter haben immer eine Zahl mit dabei, damit man sie gemäß Anleitung genau zuordnen kann, wo sie montiert werden müssen. Generell aber, wenn man das einmal dran hält, merkt man schon schnell, welcher Halter für wo gedacht ist. So, nun sind die Scheinwerfer in unserem imaginären VW T6.1 eingebaut. Was jetzt? Jetzt muss das Ganze natürlich noch angeschlossen werden. Wie bereits erwähnt, sind das alles zugelassene Fernscheinwerfer. Das heißt, ich kann mir das entweder an mein Fernlicht schalten oder über einen separaten Schalter als reinen Arbeitsscheinwerfer in meinen Innenraum legen. Plus und Minus gehen an die Batterie, um sich den Strom zu holen. Check. Die nächste Schwierigkeit, Thema Fernlicht, ist immer, wo bekomme ich das Signal her? Habe ich Halogenscheinwerfer oder auch bei vielen Xenon-Scheinwerfern, finde ich im Motorraum in der Nähe des Scheinwerfers irgendwo ein 12-Volt-Signal, was sich, wenn ich mein Fernlicht anmache, auf 12 Volt springt und wenn ich es wieder deaktiviere, wieder ausgeht. In solchen Fällen ist das dann ganz einfach. Man nimmt sich dort das Signal, greift sich das Fernlicht ab und hat seine Freude. Aber der nächste Schritt wäre bei LED-Scheinwerfern oder eben bei manchen Xenon-Scheinwerfern. Da gibt es nicht dieses normale Signal, was von 0 auf 12 Volt springt und mein Relais aktiviert. In solchen Fällen brauche ich ein Zusatzmodul. Zum einen das CAN-Bus Interface, welches im Fahrzeuginnenraum montiert wird. Hierzu gibt es auch einen kontaktlosen Ausleser. Damit muss ich dann auch nicht das Kabel von meinem Steuergerät aufschneiden. Alles zu diesem Anschluss mit dem CAN-Bus Interface findet ihr in unserem Video zum Thema Laser allgemein. Das haben wir euch auch schon mal unten verlinkt. Sollten euch die Scheinwerfer von Laser gefallen, aber euer Fahrzeug nicht in der Liste der Fahrzeuge sein, für die es ein passendes Kühlergrillkit gibt es immer noch alternative Lösungen. Beispielsweise mit einer Kennzeichenhalterung auf dem Dach, an dem Bügel oder ähnliches. Guckt euch daher gerne unser Video zu Laser allgemein an und solltet ihr dort nicht fündig werden, dann schreibt uns gerne, ruft uns an, schickt uns ein Bild von eurem Fahrzeug und wir schauen, ob wir für euer Fahrzeug eine passende Lösung gemeinsam finden können. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und ihr habt jetzt einen guten Eindruck, wie diese Kühlergrillkit-Montage funktioniert, was alles dabei ist, was man dafür können muss, wenn man das vielleicht selber machen will, wann das der Profi machen sollte. Schreibt uns gerne, wenn ihr noch offene Fragen dazu habt, zu den verschiedenen Varianten. Guckt euch die bereits erwähnten anderen Videos mal an, folgt uns gerne auf YouTube, Instagram und bis zum nächsten Mal.